Ein wunderschönes Hallo von mir an euch. Das wird jetzt ein ganz kurzes Video werden, wobei ich schaffe ja meistens selten kurze Videos. Es wurde sich ein Video gewünscht, weil so langsam muss das ab. Oh, ich muss mal gucken, ob ich das alles so hinbekomme mit der Sonne. Die Overlays-Entfernung, die Spinne, Schmucksteine, die Schlange. Ich muss jetzt mal überlegen, dass ich verschiedene Varianten hinkriege, und mich erstaunt das immer wieder, dass das so einige noch nicht wissen oder dass es da noch nicht so viele Videos von gibt. Ich hätte eigentlich gedacht, es gibt mehrere Videos. Hier meine alte Sibylle habe ich extra hingestellt. Ich finde die immer noch so schön und ja, ich gucke die einfach so gerne an. Ich stelle sie euch dazu. Hier ist mein Zwilling und das hat auch einen guten Grund, warum ich jetzt den in die Kamera halte. Für die Spinne werde ich diesen Bit nehmen. Ihr seht, er ist extrem spitz. Es handelt sich hier um eine grobe Version. Damit kann man sehr gut die Unterseiten vom Naturnagel bzw. Unterseiten vom Kunstnagel säubern, entfernen, glätten. Das, was ich hier öfter vergesse, deswegen mache ich ja sehr gerne Neumodellagen, weil ich das nicht schön finde, wenn die alten Nägel, was heißt die alten, wenn die eigenen Nägel vorwachsen. Aber mit diesem werde ich jetzt erstmal die Variante mit einem Bit zeigen, wie ich die Spinne abfräse. Das ist nämlich ganz gut, weil ihr seht, ich hatte die ja mit Gel befestigt und man sieht, um mit der Zange jetzt da ranzukommen, würde ich vielleicht die Beine so ein bisschen kaputt biegen oder kaputt knipsen aus Versehen. Deswegen stecke ich mir jetzt mein Bit so ein bisschen höher an. Also ich schiebe den nicht komplett so rein, sondern lasse das so, dass meine Schnellspannzange das Ganze hier greift und ich genug Spielraum habe, da runter zu gehen und zu fräsen. Man könnte das Ganze auch von der Seite bewerkstelligen, von vorne, aber ich werde mich hier rantasten, weil ich mir natürlich die Stelle suche, wo ich sehe, da ist am meisten Platz zwischen Gel und Overlay. Dann starte ich meinen Fräser. Und passt auf, wer damit noch nicht geübt ist, macht das auf eine ganz niedrige Umdrehungszahl. So, dann stütze ich meinen Finger sozusagen ab, also ich mache das nie in der Luft. Klar, das wäre jetzt gelogen, an mir selber mache ich es oft in der Luft, aber ich zeige euch das jetzt und man kann sich hier wirklich sehr doll wehtun, wenn man gewisse Regeln nicht beachtet und das noch nicht so gewohnt ist. Deswegen Fingernagel abstützen und sich jetzt hier diesen Weg frei bohren. Und wirklich aufpassen, dass ihr da jetzt auch nicht in euren Nagel fahrt, sondern wirklich, ihr merkt, jetzt bin ich so ein bisschen reingegangen. Mach das mal ein bisschen höher. Und jetzt seht ihr schon, jetzt bin ich hier so beim Beinchen vorbei. Ich zeige euch das gleich in Slow Motion. Dann gehe ich hier am Beinchen durch. Dann sieht man schon, dass das so ein bisschen frei liegt. Kontrolliere das Ganze. Wieder pusten und dann könnt ihr jetzt schon sehen, liegt das Ganze schon viel besser frei. Ich mache jetzt den Fräser aus. Nehme mir jetzt nicht die Zange, weil das würde jetzt in diesem Fall nichts bringen. Da würde ich jetzt nur die Spinne kaputt klemmen mit der Zange. Schnappe mir so einen Spatel und gehe jetzt mit der spitzen Seite hier durch, wo ich mir das so ein bisschen, und da seht ihr schon, fällt das Ganze ab. Und ihr könnt auch hier sehr gut erkennen, wo ich lang gegangen bin. Bin weder auf meinem eigenen Nagelbett gelandet, noch habe ich irgendwie die Modellage durchbrochen mit meinem Fräser. Also ihr müsst das wirklich sehr parallel machen und das höchste Vorsicht geboten.
Und dann seht ihr das, ich habe wirklich nur den Gelbuppen, den ich vor der Anbringung des Overlays gemacht habe, getroffen. Selbst den Wrap sieht man noch. Ja, und dann würde ich das Ganze wahrscheinlich auch, was heißt wahrscheinlich, das Ganze würde ich ins Ultraschallgerät packen. Man müsste da ein bisschen aufpassen, damit das nicht anläuft. Und ihr seht hier sozusagen diese Spinne. Kann die reinigen, die Reste sind auch nicht vorhanden. Desinfiziere das Ganze erstmal, aber das sind ja Overlays, die ich selber benutze. So, und dann wäre schon mal eine Overlay-Geschichte ab. Das wäre Punkt 1, wie ich das so bei der Variante machen würde, wo ich wirklich sehr viel Gel oder ein sehr großes Overlay benutzt habe. Es kommt natürlich auch auf die Form an, ne? Also wenn der jetzt so flach sitzt wie diese Schlange hier, dann muss ich mich natürlich ganz anders rantasten. Da benutze ich dann den Spatel oder die Zange. Bei diesen dicken Steinen würde ich das gleiche tun. Ich würde mir erstmal die Klebeschicht so ein bisschen anschleifen, wegpusten, würde mir den Spatel nehmen und probieren, mir das runter zu hebeln. Das geht in den meisten Fällen ziemlich einfach, wie ihr das gesehen habt. Das wäre die erste Variante mit dem Fräser und runterspateln. Also so einen Öffnungsgang erschaffen, dass ihr mit dem Spatel rankommt. Zweite Variante wäre jetzt wirklich mit der Zange. Bloß bei der Zangenvariante, da kann ich immer nicht versprechen, dass die ganz bleiben. Das heißt, man müsste, ja doch, das geht, aber manchmal kommt immer auf das Material an, trifft man leider sehr ungünstig die Steinchen und die platzen dann am Boden weg, sodass die Schicht, die nach oben scheint, dann keine Wirkung mehr hat, weil man dann dieses untere aufgeklebte, was man von oben schön bunt sieht, kaputt geht. Aber die waren hier total einfach, das habt ihr gesehen. Jetzt geht es an die Schlange. Bei der Schlange würde ich genau das gleiche tun. Entweder eine Öffnung anfräsen, damit man die runterspateln kann. Oder auch hier an der dicksten Stelle anfangen, die Versiegelung oder die Gelschicht so ein bisschen anzuknacken, so ganz, ganz leicht, dass man hier dann wieder dieses Original durchsieht und wirklich gucken, so ein bisschen umranden. Dann würde ich hier hinten weitermachen. Erstmal diese Umrandungsschicht entfernen, die da an dem Schlangenkörper dran ist. Das Ganze so ein bisschen wegmachen, diese Gelsplitter, dass ihr wirklich seht, wo befindet sich jetzt der beste Bereich, um ranzukommen. Und knackt euch das so ein bisschen weg und dann habt ihr die Schlange auch hier. Problem ist, ihr seht das, umso flacher, desto mehr bleibt hier dran kleben, aber das Ganze könnte man dann im Fall der Fälle auch noch entfernen. Entweder mit einer Fräsergeschichte oder ihr legt euer Overlay, was ihr weiterhin benutzen wollt, hin und entfernt dann diese Restpartikel mit dem Spatel weg. Das heißt, da wo die Reste sind, das seht ihr ja jetzt hier, da ist es gleich verschwunden. Und genau das gleiche könnte man hier mit dem Fräser machen. Dafür nehme ich jetzt auch wieder diesen. Nehme die Schlange aber jetzt in die Hand und auch hier ist wieder Vorsicht geboten. Ganz, ganz leicht. Vielleicht auch mal umdrehen die ganze Sache. Und dann habt ihr diese Schlange auch wieder für den nächsten Einsatz. Was unten ist, ist ja jetzt hier nicht so schlimm. Wichtig ist,
dass ihr die Oberseite wieder schön frei habt von der Farbe, die ihr getragen habt. Und das war in meinem Fall ja grün. Und dann wäre diese Schlange auch hier wieder einsatzbereit. Bei den Steinen, ja, ich muss sagen, Steine benutze ich selten doppelt, aber diese sind wirklich von der Rückseite her, von der Beschichtung noch total gut. Wurde nichts beschädigt, sodass der komplette Stein an diesem irisierenden Schimmer nichts verloren hat. Ich schiebe das mal kurz in die Sonne. Das sieht also wirklich noch aus wie an dem Tag, wo ich die rangemacht habe. Schön Versiegler drüber und dann glänzt das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen oder auch gleich desinfizieren sowieso. So, kann sein, dass das zu stumpf aussah durch mein Fettgegrapsche von den Fingernägeln. Ja, und dann ist das Ganze schon erledigt. Hier diese feinen Fisch-Scales, die werde ich ganz normal wegfräsen. Da passiert gar nichts. Das sind ganz dünne Plastikfolien. Da passiert nichts. Da kann man im wenigsten Fall den Bit kaputt machen. So, das war erstmal das Video, das gewünschte für den Zuschauer, der mich ganz lieb drum gebeten hat. Und ich hoffe, du bist jetzt so ein bisschen, ja, befreiter oder musst keine Angst zu haben, wie du Overlays entfernen kannst. Wenn du welche drauf hast, keine Sorge, du kriegst die immer ab. Zur Not muss man sich eben die Spitze kappen oder man kriegt sie immer ab. So, und jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt noch eine Produktvorstellung von Sharp Fantastic Nails. Da hatte ich ja diesen einen Teil schon abgedreht, jetzt geht es weiter mit dem zweiten. Es wird anhand der Jungle and Wildlife Farben einen weiteren Cocktail geben aus meiner Serie. Ich habe auch mein Cocktailbuch bereitgelegt, so wie ich euch das versprochen habe, und werde heute dank der schönen Farben, die ich bekommen habe, den Swimmingpool machen. Ja, ihr Lieben, das wäre erstmal das erste Theorie- und Praxisvideo zwischendurch gewesen. Bis zum nächsten Video. Und wer mag, jeden Dienstag und Freitag ist Nageltag. Ciao, ciao.